Den Schweif. Was ist das Teil? Fährt sie auf dem Popo? Hi, willkommen zurück zu meinem Kanal. Oder willkommen, wenn du mich jetzt erst gefunden hast. Ich habe heute eine Aufgabe. Ich muss ein Stoffeinhorn nähen. Wir haben das schon einmal gemacht. Jetzt muss ich noch ein zweites machen, weil wir eins auch zu Hause brauchen. Habe ich gehört. Genau, also ich zeige dir, wie ich das Einhorn gemacht habe. Und die Idee dafür kam von meiner Tochter. Sie wollte das für ihre Freundin schenken. Und wir haben über Pinterest Einhorn, was habe ich gesucht? Einhorn-Schnittmuster vielleicht gesucht. Und wir haben dieses Bild dann gefunden. Und das habe ich einfach grob auf einem Blatt Papier gezeichnet und wir haben das ausgeschnitten und zusammengenäht. Und das könnte man mit jedem beliebigen Bild machen. Genau. Also trau dich zu versuchen, es auszuprobieren. Normalerweise solche Sachen werden was Cooles. Also lass dich inspirieren und leg los. Also, wir haben einen Körper, Schwanz, Mähne, ein Horn und 4 Beine. Und letztes Mal unsere Stoffauswahl war auch gemischt, Baumwolle und Jersey. Genau, also der Körper, da kommt erstmal aus ganz normalem Baumwollstoff die Unterkonstruktion quasi. Und da drauf, ich habe so ein glitzerndes Webstoff, der hat so ein einhornmäßiges Funkeln. Daraus machen wir das Oberschicht. Die Mähne und Schwanz habe ich eingestreiftes ganz normale Baumwollstoff, genauso für die Füße ganz normale Baumwollstoff. Damit machen wir ein bisschen Rouge an den Backen. Und unser Horn kommt aus, das ist ein beschichtetes Jersey-Stoff in Blau. Das ist die Mähne und dann haben wir den Schweif. Den Schweif. Das passt so, das muss man genau schneiden. Wenn man das selber entwirft, dann ist es nicht so genau, also du kannst selber entscheiden, wie du das machst. Also Anleitungen für mich sind auch nur Inspiration und Hinweis, wie ich was machen kann. So, wird langsam. Dann schneiden wir noch die Beine und Körper noch von diesem Glitzerstoff. Ich habe zuerst gedacht, dass ich das nur von diesem mache, aber das ist schon relativ dehnbar und deswegen wäre es etwas ungenau vielleicht geworden. Und deswegen habe ich von einem Baumwollstoff die untere tragende Konstruktion da gemacht und dann das kommt nur als Dekor da drauf. Ich habe letztes Mal das Horn erstmal zu den Seiten dran genäht und dann alles am Stück zusammengenäht und hat den Form vom, was ist das Teil? Turpa. Hat ein bisschen verformt. Turpa. Der war ein Turpa. Möchte ich jetzt ein bisschen anders machen. Stoffe schmeiße ich normalerweise immer unten und dann eine riesige Aufgabe, die wieder zusammenzupacken. Dann haben wir noch hier einmal Kreis. Zweimal Kreis. Also wir brauchen für beide Bäckchen ein bisschen Rouge. Und wir haben die Teile fertig. So, ran an die Maschine. Also erstmal muss ich die beiden Sachen aufeinander tun. Ich lege jetzt einfach die linke und die rechte Seite oder wie man das denn nennen mag. Und hier entlang, wenn ich das dann genauer geklipst habe, nähe ich ein Zickzack, so dass die beiden Stoffen aufeinander bleiben. Also hier schaue ich einfach, dass ich den Oberstoff quasi da auf der Unterseite sehe, dass es nicht wegrutscht. Einmal links, einmal rechts. Dann, was ich hier machen will,
Backe und die Auge, die Stellen dafür markieren. Wo sind meine Backen? Da. Ich glaube, ich muss die auch noch bügeln, aber obwohl. Na, wir bügeln nichts. Die Backe kommt hier. Das sieht man auch ganz gut, wenn man das so... Das Papier, was ich habe, ist kein Schnittmusterpapier, sondern das Transparentpapier. Ich glaube von Hahnemühle. Ich kann es hier unten verlinken. Das ist für Modelbau oder für sowas. So, jetzt sehe ich, dass mein Rouge hier an der richtigen Stelle ist. Dann tue ich hier einmal pinnen. Und die Auge tue ich dann zum Schluss mit der Hand einfach nähen. Und ich brauche einen Bleistift dafür. So, also letztes Mal habe ich das Horn als nächstes hier genäht und dann aufgeklappt und das so erstmal die Seiten zusammengenäht. Aber ich fand, das hat den Kopf so verformt. Also glaube ich, dass ich das noch besser hinkriegen kann und deswegen versuche ich eine andere Methode dafür. Die andere Seite noch. Was hier passiert? Ah, das muss ich noch korrigieren, weil Dame, hast du Projekt. Tosta tonne tämän osan voit ottaa tuolta varovasti irti. Okay, das mache ich dann noch vorher. Aber für die kann ich dann schon mal zusammennehmen. Das passt. Ja, das Ich verliere immer wieder den Faden da oben. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Ich die Fadenspannung irgendwie so hoch, dass es rausspringt. Wenn du etwas davon weißt, sag bitte Bescheid da unten in den Kommentaren, weil das passiert mir sehr oft. Auch wenn ich das hier an der Seite schneide, mein Faden. Das müsste eigentlich lang genug sein, so ein Stück. Aber trotzdem, es pinkt immer das da weg. Danke. Guten Morgen, neuer Tag. Müsste gestern abbrechen, aber jetzt machen wir einfach weiter. Also, die muss ich jetzt umdrehen, alle. Ich nehme hier ein bisschen Werkzeug. Die Pinsel sind ganz gut dafür. Also ich habe einmal Horn für Einhorn, kein Zweihorn, ein Einhorn. Hier schnipse ich die ein bisschen ab. Ich habe gestern Abend dann noch eine Lampe angefangen. Der Affe, den hat mein Sohn mir gefunden aus Wertstoffinsel und ich müsste es zuerst flicken, weil der ist kurz vor der Tür noch runtergefallen. Ich habe es mit Kintsugi-Kleber das zusammengeklebt und gerade mache ich ein Video daraus, dass er noch eine Lichtquelle da kriegt. Ich weiß nicht, wie man das ist einfach so ein, was ist das auf Deutsch? Padding. Was ist das? Kissenmaterial. Nein, das ist kein Kissenmaterial. Das ist das nutzt man für Sachen stärker zu machen. Das ist so irgendein Füllstoff. Ja. Ja. Wir haben ein paar Zierkissen gehabt, wo ich die Füllung jetzt für meine Stofftiere benutze. Das passt. Man könnte auch natürlich neue Ware kaufen und man könnte auch Stoffreste dafür nutzen. Aber bis jetzt habe ich das nicht gemacht. Jetzt machen wir den Schweif jetzt zuerst. Das ist wieder Schweif. Jetzt machen wir die Mähne zuerst. So. Rechten Seiten aufeinander und dann auf diesen Polsterstoff. Pinne das alles jetzt miteinander fest. Und jetzt, ich nähe hier von hier so und dann hier einmal mit Geradstich einfach durch. Hier lasse ich eine Öffnung fürs Umdrehen und nach dem Nähen schneiden wir das Übrige hier weg. So flache Sachen wie Ohren, für den Fuchs auch die Ohren habe ich so gemacht und für sonstige so flachere Sachen lohnt es sich so zu machen, dass man einfach so ein Kombi daraus macht. So, da. Meine rosa Schere ist irgendwo. Helferlein hat es gefunden. Also wenn ihr hört, dass jemand daneben atmet, das ist nur meine Tochter. Sie will sehen, wie ihr Einhorn entsteht. Ich schneide das so ein bisschen schräg da ab, dass da an der Naht möglichst wenig extra bleibt,
Ich habe jetzt hier auch relativ wenig Nahtzugabe gelassen. Ich hoffe, das reicht. Und ich werde hier die Ecken klipsen, hier auf die Innen. Und jetzt kann man das komplett einfach umdrehen. So. Und dann Schweif rechts auf rechts einfach zusammennähen. Vorsichtig mit irgendwas da reindrücken. Am besten irgendwas, was nicht so spitzig ist. Bleistift ist ganz gut, da wenn es zu scharf ist, kann es auch durch den Stoff kommen. Deswegen mag ich eigentlich die Pinsel ganz gern. Die habe ich ja auch von anderen Aktivitäten immer irgendwie vorhanden. So, Watte habe ich hier. Das ist also von Sofakissen. Weil wir etwas zu viele haben und ich wollte die eigentlich wegtun. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache doch Stofftiere daraus. Ich tue jetzt erstmal ein bisschen und ich drücke sie einfach rein. So ein Stift, wo so ein Gummi drauf ist, das ist ziemlich gut. So, das ist jetzt genug. Nähe ich dann wieder zu, dann kommt da nichts raus. So, wir rupfen gerade den Kissen auseinander. Wenn da so härtere Stellen sind, dann ist das einfach so fluffy machen, weil dann ist es auch weicher dann in dem Spielzeug drin. Ich halte jetzt mit 2 Fingern hier an der Öffnung auf beidseitig fest und drücke mit den mittleren Fingern das da rein. So geht es eigentlich ganz gut. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Danke, noch ein bisschen. Kampf mit den Sofakissen. Come on. Hatschu. Ja, das meine ich. Also wenn es das ist so ein Eckstück von der Kissen, glaube ich. Das kann man auch gut nutzen. Das muss man einfach. Bitte? Fluffy machen. Fluffy machen, genau. So, jetzt habe ich meine Würstel. Ich nähe die auch fest, nicht, dass meine Watte da rausgeht. Und man könnte hier auch einiges applizieren auf den Beinen oder am Körper. Herz hier auf dem Popo, zum Beispiel hier, muss man nicht. Doch? Nein? Doch? Also ich tue hier jetzt den Ring hier, so dass es einfacher ist für mich zu bewegen. So. Und das mache ich jetzt mit Nähmalen einfach drauf. Jetzt drauf. Jetzt will ich dann wissen, wo die Teile, wo die sitzen sollten. Platziere die hier jetzt so, wie ich die brauche. Also zuerst nähe ich die einfach da drauf auf eine Seite, dass die einen festen Platz haben und danach, wenn ich die beiden Seiten zusammen nähe, dann muss ich nur schauen, dass ich die oberen Schichten beide erreiche. Passt, glaube ich, oder? Wir wollten den Schweif eigentlich eher so, dass es unten geht. Ich trenne es und mache es neu. Ich mache jetzt erstmal nur das so bis hier, weil dann habe ich hier immer noch die Möglichkeit leichter zum Umdrehen, sollte da irgendeine Naht fehlen oder irgendwas, dass es blöd aussieht. Also was wir machen wollten, wir wollten so Baumwollbändchen hier an den Schweif tun und wir runterkommen so mit dem Schweif, was wir haben. Ah, mit der Mähne. Habe ich wieder Schweif gesagt? Es wurde gerade beschlossen, wir brauchen nochmal 4 auf die andere Seite von dem Schweif, von der Mähne. Also das heißt, ich nehme jetzt das komplett ab, präpariere die Mähne, dass die beidseitig die Bändchen hat und dann fixiere es nochmal hier und dann machen wir weiter. Also Bändchen, die habe ich glaube ich bei Action gekauft. Die haben auch ganz coole Sachen. Okay, dann nähe ich das wohl hier einmal drüber. Wenn du das machen willst, dann würde ich sagen, du nimmst ein langes Band, das du hier einfach umbindest, weil ich habe Angst, dass die ausfransen und dass es dann abgeht. Woireke. Bist du wie auf Deutsch? Nej, heute. Woireke. Also Nähprojekte bei mir, die sind oft so, dass ich mache die mehrmals.
Insbesondere wenn ich versuche, extra kreativ zu sein, dann denke ich an eine Sache und nicht an alle und dann muss ich immer wieder auftrennen und neu machen. Also jetzt schauen, dass alle Teile drinnen sind, weil wir wollen nichts festnähen, was nicht festgenäht werden soll. Das drehen wir nochmal um, weil wir brauchen den Platz für die Füße im Körper. Die kann ich alle jetzt da in den Kopf reindrücken. Für die Befestigung von den Beinen, weil da brauchen wir Platz für den Schwanz. Schweif. Kein Schwanz. Panda. Horsetail. Ich tue 2 ziemlich weit hinten und 2 ziemlich weit vorne. Ich habe die jetzt ein bisschen überlappend getan. Ich glaube, das sieht ganz okay aus. Um das alles noch zuzunähen, müssen wir die alle Teile jetzt da innen parken und hier unten am Bauch 10-12 cm Öffnung lassen, was wir dann mit der Hand zunähen sollen. Das ist ein bisschen fummelig, aber das ist machbar. Wäre leichter, wenn man die Beine dann zum Beispiel erst nach dem Zusammennähen auffüllt. Man muss einfach Zentimeter auf Zentimeter machen und nicht allzu viel Sorgen machen, wie man das zum Schluss schafft. Einfach Stück für Stück, ein Schritt nach dem anderen weitergehen. Und das nähe ich jetzt so, dass es hier eine Öffnung bleibt. Und hier, wo ich die Teile dann reingedrückt habe, da muss ich aufpassen, dass ich die nicht mit festnähe. So. Ich habe kein Unterfaden. Problemchen. Unterfaden war alle. Unterfaden spulen. Aufspulen. Lalala. Nochmal. Macht nichts, haben wir schon mal geübt. Ging ganz gut. Sieht besser aus, ist fest. Auch wenn das mit der Hand nähen ein bisschen lästig ist, zum Vergleich zur Nähmaschine. Trotzdem macht es Sinn, hier genug offen zu lassen, dass es relativ leicht umzudrehen ist. Fehlt was? Ja, fehlt was? Ohr? Ohr. Sieht gut aus, also da kann man eigentlich füllen. Einmal gerupft. Festigkeit von der Einhorn kannst du selber schauen, was dir gefällt. Ich glaube, das wird eher so ein Kissen von Funktion her. Popo ist noch leer. Ja, das ist gut, ja. Aber das muss dann noch. Das muss man noch rupfen, das ist so. Juhu! Das muss man auch dann mit Matratzenstich, glaube ich heißt es. Patja-Ommel, Mattress Stitch. Festmachen und die Augen machen und Einhorn. Also das ist ja ein Einhorn, aber der Horn fehlt noch. Also das muss man auch. Bauch hier ist jetzt zu. Dann braucht man noch Einhorn. Einhorn. So. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wenn es auf Anhieb nicht perfekt befestigt ist. Ich habe sie relativ groben Stichen gemacht und deswegen mache ich das nur mal eine Runde, dann habe ich es etwas fester noch da dran. Ja. Augen fehlen. Ich habe einen schwarzen Faden, ein bisschen stärker als normale Nähfaden. Und ich habe hier meine Augen mal gemalt. Das ist jetzt etwas aufgeblasst mit dem ganzen Rumwurstel hier. Dann nehmen wir noch die Wimpern.
zurück und dann tue ich hier, wo die nächste kommt. So, die letzte Auge fehlt, also wir sind nahezu fertig. Wenn das Video dir gefallen hat, drück bitte den Daumen hoch da unten, abonniere gerne meinen Kanal, lass mir einen Kommentar auch runter, wenn du irgendwelche Stofftiere selber gemacht hast. Ich würde gerne ein paar andere Schnittmuster in meine Optionen mit dazu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Ciao! Das war übrigens ein bisschen schwierig jetzt, das alles auf Deutsch zu erklären, weil ich so gewöhnt bin jetzt, dass ich auf Englisch alles mache. Ich bleib dran. Manchmal Finnisch, manchmal Deutsch, aber hauptsächlich Englisch. Ich versuche immer die Untertitel so zu tunen, dass die etwas besser passen als die automatisch übersetzten. Also kannst die Gelegenheit auch nehmen, Englisch zu lernen. So bin ich aufgewachsen. Alles mit Englisch angeschaut und mit finnischen Untertiteln. Why not? Get inspired. See you next time. Bis das nächste Mal. Ciao.